liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier bei uns an der Mühle. Heute müssen wir uns einen kleinen technischen Problem, was ich hier mit meinem Wasserrad habe, widmen. Es ist, wie es ist. Ist kein Wasser da, da funktioniert die Anlage tippitopp. Jetzt gerade im Moment haben wir Schneeschmelze, weil bei uns, gut, hier an der Mühle ist nicht viel angekommen, aber hier im Upland bei uns rundherum, da geht es ja doch schon so auf 700 Meter hoch und da lag relativ viel Schnee auf den Bergen. Das fängt jetzt an, sich wieder in Wasser, oder der Schnee fängt sich jetzt an, wieder in Wasser zu verwandeln. Was hier den großen Vorteil bringt, dass unsere Anlage jetzt mit maximaler Leistung laufen könnte. Aber Lagerschaden, ne? Ich hatte das hier schon mal gezeigt. Hier drin hat das ganze Lager zerbröselt. Ich habe heute ein neues Lager bestellt und das kommt jetzt auch hier Express mit der Spedition geliefert. Soll morgen da sein. Damit ich aber morgen nicht erst anfangen kann, das soll irgendwie um 9 Uhr kommen, habe ich gedacht, ich mache jetzt schon mal so ein bisschen Arbeitsvorbereitung, damit wir das Rad wieder ans Laufen bekommen. Wenn ich schon mal ausgestellt habe, habe ich mir gedacht, weißt du was, dann kannst du hier auch mal die Gelegenheit am Schopf ergreifen. Und hier unten, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, da ist ein Balken gebrochen, was dazu führt, dass die linke Seite vom Gerinne immer mal auf dem Wasserrad schleift, je nachdem wie heftig das mit dem Wasser ist. Momentan ist wirklich relativ viel Wasser im Fluss. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und das als Hochwasser bezeichnen, aber wir haben jetzt hier die Schieber zu. Hier kann jetzt kein Wasser reinkommen und den Leerschussschieber, den habe ich offen, um das Wasser hier dementsprechend abschlagen zu können. Ich würde es aber lieber übers Rad laufen lassen, weil bei der Leistung, da kommt aber am Monatsende schon mal ordentlich was bei rum. Das heißt also, wenn das jetzt mit so einer Leistung durchlaufen würde, dann ist es so, dass da schon ein Großteil der Jahresenergieleistung geliefert wird. Von daher ist es jetzt auch ziemlich teuer, dass das Rad steht. Und deswegen habe ich auch gesagt, komm, ist egal, auch wenn jetzt noch mal ein bisschen extra Geld bezüglich der Expresskosten für den Versand dazu kommen. Ich versuche jetzt schon mal so ein bisschen Vorarbeit zu leisten, lege mir schon ein paar Bohlen rein. Das Wasserrad werden wir mit der Stockwinde hoch machen, das heißt, wir müssen ja den Lagerpunkt entlasten. Da müssen wir uns noch ein paar Baustützen dahin stellen. Die Baustützen, da müssen dann die Speichen drauf liegen und dann mit der Stockwinde gehen wir hier unten rein. Das heißt, ab in den Graben, Gummistiefel an, Stockwinde drunter, dann ein Holzklotz drunter und dann das ganze Rad hochgehoben, so dass wir dann die Achse entlasten können und das Lager runterbekommen. Das Lager an sich, das ist mit so einer konischen Spannhülse eingespannt, weil das muss ja natürlich sich stramm auf die Welle ziehen. Ich weiß nicht, ob ich das hier über die Oxidschicht drüber bekomme, die sich hier gebildet hat. Eventuell muss ich auch mal mit der Flex oder Schrubbscheibe hier den Rost mal ein bisschen von der Welle runterziehen, damit ich die Spannhülse dann wieder in den Spannbereich reinbekomme, wo es hingehört. Und danach können wir das Lager wieder gerade aufsetzen und müssen wir schön Fett reinmachen und dann soll das wieder laufen. So, das hier, das ist die Stockwinde. Mit der Stockwinde kurbeln wir das Wasserrad hoch. Jetzt habe ich mir noch mal 2 Bauchstützen geholt. Ich habe die Stockwinde da liegen und ich habe da hinten noch einen Keil liegen. Den Keil, den werde ich nachher zwischen Gerinne und Wasserrad einschlagen, damit das Wasserrad sich nicht mehr drehen kann. Und auf der anderen Seite, damit sich in diese Richtung nicht drehen kann, packe ich eine Baustütze drunter und ja, mal gucken. Vielleicht mal auf beiden Seiten. Bringe jetzt erstmal die Speichen in Waage. Die stehen jetzt so. Drehe ich erstmal so und dann kommt hier eine Stütze drunter und hier irgendwie eine Stütze drunter und oben schlage ich noch einen Keil rein, dass ich das Rad nicht mehr drehen kann. Wenn das der Fall ist, dann würde ich so langsam mal mit der Stockwinde anheben
Dadurch wird natürlich dann die Baustütze wieder ein bisschen entlastet und so, aber ich muss allerhöchstens so 10 cm hoch, von daher muss man dann mal ein bisschen mitdrehen und hier noch mal ein bisschen nachschlagen und so. Aber das habe ich schon öfter mal gemacht. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich hole jetzt noch mal ein paar Gerüstbohlen und dann packe ich da hinten noch mal so eine kleine Arbeitsbühne rein, dass ich erstmal den abgebrochenen Balken reparieren kann. Da habe ich hier 2 Schwerlast Winkelverbinder und dann hole ich mir noch ein bisschen Windristenband. Da habe ich auf der Rolle, muss ich mir noch mal ein bisschen was durchschneiden, was abschneiden davon und dann hoffe ich, dass ich den wieder zum Halten bekomme. Ich habe mir jetzt hier in einem ersten Zwischenprojekt ein kleines Podest gebaut. Da habe ich einfach mal 5 Gerüstbohlen hingelegt und das ermöglicht mir jetzt hier drunter durchzugehen, um mich mal hier um die Tragarme zu kümmern, die hier so nach vorne Richtung Wasserrad zeigen. Da sieht man natürlich, da ist eine Menge Last drauf. Deswegen hatte ich hier mal eine Baustütze hingestellt. Aber ich hatte mir gedacht, ich würde jetzt gern mal so eine Spieße machen, jeweils von hier rüber nach hier, um die Tragwirkung da ein bisschen abzufangen und die Kraft ein bisschen darüber zu leiten. Da kann ich vielleicht auch die Baustützen wegmachen. Da drüben habe ich gedacht, da ist ein Balken gebrochen. Ob das wirklich so ist oder nicht, das kann ich jetzt erst sehen, wo ich mir einen Zugang geschaffen habe. Ich nehme euch jetzt mal mit und dann gucken wir mal, was da drin los ist. So, müssen wir also vorsichtig sein. Sieht man hier. Hier ist der Rahmen, das ist alles Eichenholz, das sieht noch gut aus. Und hier habe ich gedacht, da wäre gebrochen. Ja, hier, da sieht man, gab es einen Bruch im Balken. Ist jetzt dann wirklich richtig dolle durchgebrochen. Da wo das Zapfloch war, ist ein bisschen gegammelt. Ich habe ja hier die Stellschrauben, damit kann ich das Gerinne anheben. Man sieht, das ist auch frei. Soweit alles okay. Es hatte sich aber schon mal so abgesenkt, dass hier in dem Schaufeln da so ein paar kleine Beulen drin sind. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, da kleine Beulen drin. Das kommt da oben von dem Arm. Und hier machen wir jetzt einen Winkel in die Bruchstelle. Und dann machen wir hier rüber dann eine Sprieße, dass sich das nicht weiter absenken kann. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir uns hier für die Seite auch gleich eine Sprieße sägen. Ich denke mal so 4 x 90 cm. Ich habe da vorne noch so ein bisschen abgelagertes Rubinienholz liegen. Da gehe ich jetzt mal an die Bandsäge und schneide mir das passend, oder ich hole da erstmal her und dann zeichnen wir es an und schneiden es dann passend. Und dann machen wir es oben jeweils mit so, wäre ja schön, wenn ich es von innen und außen machen könnte, so mit 4 Tellerkopfschrauben fest. Ja, so viel zur ersten Baustelle. Ich hatte mir ja 4 von den Streben geschnitten. Da hinten drin, da konnte ich leider nur 2 beziehungsweise nur eine einbauen. Auf die andere Seite komme ich nicht, weil die ist verbaut von diesem kleinen Weg, der da hinterher läuft. Im kommenden Sommer plane ich das Gerinne komplett neu zu belegen. Das heißt, der ganze Kasten oben drauf, der wird aus dem Eichenholz, was ich hier liegen habe, nachgebaut. Der wird also neu gebaut aus dem Eichenholz. Und so lange muss es halt jetzt erstmal noch halten. Wenn ich oben den Belag abmache und mache die ganze Kiste ab, weil ich die Verbretterung von dem Gerinne neu mache, dann komme ich auch oben vernünftig an den Balken dran.
Und dann muss ich mal gucken, wie ich den repariere. Der scheint jetzt oben abgebrochen zu sein. Ich habe jetzt, wie man hier sieht, die zwei Streben jetzt so untereinander gemacht. Der Hebel, der sollte jetzt ordentlich gebrochen sein. Der gibt natürlich die Energie jetzt an den Ständer weiter. Und hier habe ich nochmal so zwei Schwerlast-Winkelverbinder mit Zicke reingemacht. Das heißt, der kann jetzt auch nicht mehr in die Richtung wandern. Ich habe das alles mit diesen dicken Tellerkopfschrauben zusammengeschraubt. Natürlich wäre es schon schön, wenn ich hier oben sehe, ist nochmal irgendwie Windschließband oder sowas, hätte drüber legen können. Ich muss auch mal gucken, vielleicht komme ich da irgendwie dran. Aber so einfach wird das nicht. Weil man sieht, ich habe das da oben schön zugemacht. Das ist der Spritzschutz. Um da dran zu kommen, muss ich den kompletten Spritzschutz abbauen. Das ist jetzt auch nicht so die Riesenaktion. Dummerweise steht das Gerüst da drauf. Von daher jetzt momentan relativ unmöglich, würde ich mal sagen. Aber ich denke mal, hier das als Stütze darüber und dann hier unten die großen Schwerlastwinkelverbinder, die werden jetzt schon mal dafür sorgen, dass der Balken nicht in die Richtung kann. Das hat er eh nie gemacht. Er hat ja jetzt momentan immer das Gewicht schon so getragen, was man eben auch nicht vergessen darf. Hier oben die Verbretterung, die kriegt ja auch noch einen Teil von dem Gewicht. Der Rest, der wird halt hier auf diese, ich nenne das immer so, Netzgeweih übergeben und das leitet das dann hier in diese Kragarme ein. Ja, und da muss es halt jetzt vernünftig nach unten weitergegeben werden. Und ich denke, da habe ich jetzt hier mal eine ganz gute erste Lösung. Hier ist ja jetzt die Baustütze drunter gewesen, die hat mir nie gefallen. Ich finde das hier, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und das sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Ne? Ja. Ich schaue es mir erstmal an, wie es funktioniert. Und dann werde ich gegebenenfalls nochmal nachsteuern, aber ich glaube, dass das jetzt schon so mit gut sein muss. Also diese Dellen, die man hier drin sieht, die sind noch von dem die sind noch von vorher. Jetzt momentan soll es aktuell gar nicht mehr geschliffen haben. Aber ich habe mir gedacht, jetzt wo ich hatte hier schon mal die Schrauben nachgedreht und hier mit der Baustütze drunter hat es eigentlich schon ausgereicht, das ganzen Kasten hochzuhalten, sodass auch die Ecke oben blieb und der Balken gar nicht mehr so belastet war. Aber das hat mir alles nicht gefallen mit der Baustütze. Ich dachte, jetzt ist die Gelegenheit gut. Jetzt drehst du das Ganze noch mal ein bisschen hoch. Und das Problem ist halt, wenn das da dran kommt, dann schlägt das mal so bong, bong, bong. Ich bin ja zufrieden, dass die Nachbarn sich hier noch nie über mein Wasserrad beschwert haben, aber den ganze Nacht bong. Auch wenn wir jetzt weiter weg sind, wird man es wahrscheinlich trotzdem irgendwo hören. Und von daher ist da bei mir auch Handlungsbedarf gefragt oder beziehungsweise ist Aktion gefragt, weil ich einfach keinen Bock habe, dass hier das ganze Ding die ganze Nacht klopft. So Freunde, der nächste Tag ist ein Paket gekommen. Pünktlich wie die Maurer war heute Morgen der Spediteur hier. Oh, 13 Kilo oder so, was hat das Ding? Ist für ein Paket schon relativ schwer. Ja. So, gestern noch bestellt und heute schon da. Total genial. Also es ist echt super, wie das funktioniert. So. Da haben wir jetzt einmal hier das Lager. Das müsste das Lager sein. Genau weiß ich es nicht. Hier da haben wir die Dichtlippen. Das ist schwer. Das ist das Lager. Ja. Wendelrollenlager, Dichtlippen fürs Lagergehäuse. Und hier haben wir einmal die Spannhülse fürs Lager. Damit wären wir komplett.
nehme ich jetzt mal so mit nach hinten und ich hoffe, hiermit können wir den Lagerschaden reparieren. Materialwert ca. 300 € hier in der kleinen Kiste. Jetzt momentan verliere ich mit jedem Tag, wo das Rad steht, ca. 30, also mindestens 30 € am Tag. Das heißt also 3 Tage Ausfall, 100 € weg. Ja, und es steht jetzt schon 3 Tage. Deswegen müssen wir sehen, dass es wieder läuft. So, ich bin jetzt hier vor Ort. Ich habe mir gestern schon hier die Stockwinde hingestellt. Gerade habe ich noch einen Holzklotz da runter geballert. Jetzt gehe ich mal runter in den Graben. Vielleicht mache ich das hier mal mit der GoPro. Und dann werde ich versuchen, die Stockwinde aufzustellen und dann das ganze Wasserrad ein bisschen hochzuheben und dann noch versuchen, irgendwie mit der Baustütze das Ganze zu stützen. So lange bis hier der Wellenbolzen so weit hochkommt, dass wir das neue Lager aufstecken können bzw. das alte runternehmen können. Du hast ja Rücken. Der ist nicht gebrieft. Jetzt bemüht. Ja, ich sehe das schon. Ja, genau, ich habe Geburtstag und ihr guckt mir alle zu. Seid so nett. So. Ja, René, hör mal auf. Ja, das rutscht jetzt wieder, das Rad will jetzt wieder hinten zur Wand rutschen. Wenn das hier aus dem Käfig raus ist, dann macht das Muster hinten aus. Ja, da habe ich doch schon so ein Ding hingelegt hier. Ja, Das kann eigentlich nicht, weil die Dinger das blockieren sollen. hat schon, Alles klar, dann mach das mit. So ein bisschen da so Schnappfalle, ne? oh, ich kann hier so besser. Da ist noch eine zweite. Guck mal, ja. da irgendwo ein Keil ist. Ein Da Keil. ist noch eine zweite in der Scheune, genau das gleiche Ding nochmal. Stoppen wir da nicht. Gut gemacht. Das hier ist jetzt Ja, das komplett. ist wieder nicht. Soll ich weiter? Jo. Hat sich schon ein bisschen angehoben? Ja. Brauchst du das hier noch, Franz? Nee, du bist viel zu langsam gewesen, Christoph. Wir sind viel zu langsam. Achso. Ja, es kommt hoch. Was haben wir da denn? Ja, du kriegst noch nicht. Täglich werden wir so fliegen, ne? Ja, du musst. Das geht da noch. Ja, und die Frage ist noch, wie viel ist zu tun?
kommt auf jeden Fall hoch hier. Ja, ordentlich. Wo wie ist denn das da oben? Ob das am Gewinner anschlägt, muss man immer gucken. Guck mal, das ist jetzt dran da oben. Da oben was dran. Ja. Ja? Das ist dran da. Ja, hör auf. Ich hatte schon wieder aufgehoben. Ja, es müsste ein Stück weiter. Kleines bisschen drehen noch. Da ist es sauer, ne? Nee, hier noch nicht. Nee, da noch nicht. So ein kleines Stückchen oben. Oh, jetzt hier oben. Jetzt mache ich Bremse drin und dann müssen sie eigentlich rauskriegen hier oben. Ja. Rauskippen können. Kommt ein Stück hier neu. Ja, ja, das hat er alles noch. Nur noch offen. Wieder alles raus. Wird die kleinen Flex nehmen und wird den Ring hoch. Der Ring ist noch rum. Ist noch zweigeteilt. Ja, glaube ich wohl. Richtig rumgeschlagen mit den Kugeln. Das muss es also. Das muss hier an dem Außenrand sitzen, das Lager. Ja, das zieht sich jetzt auf den Konus und normalerweise müssen Wellen ja gedreht sein, so dass sie 100% passen und dann wird das richtig drauf geschrumpft oder drauf gezogen, das Lager, damit sich das nicht drehen kann auf der Welle. Und das macht hier in dem Fall jetzt dieser Konus. Jetzt auf Wellenzapfen wird gekühlt und das Lager wird gewärmt. Jetzt sieht in das. Ah, jetzt müssen wir uns nur ein bisschen ablassen. Kameraden, komm rein. Ah, wohl. Also lecken, das wird wohl gehen. Jetzt hat man mir gesagt, ich soll das so fest anziehen, dass das schon anfängt hier ein bisschen schwer zu gehen und ein bisschen locker machen. Nö.
weiß nicht, ob ich noch weitermachen soll. Das Lager ist noch ganz leicht. Ja, vielleicht änderst du das aber auch nicht. Ich hab das schon mal, da ging es dann schwerer irgendwann. Alles gut, oder? Und das Lager, das dritte Platz oder Das ist ein Pendelrollenlager. Das muss ein bisschen pendeln können. Das ist, wenn die Welle... Nee, ich meine, unten drin ist frei da unten. Das steht doch irgendwo hoch. Das liegt hier in der Nut drin. Das ist eine ringförmige Nut und da steht das voll. Also das hier Flächen steht drin. eigentlich dann. Genau, das steht. Und das lädt ihr drin. Ja, genau. Das wird durch die. In dem Lager ist Hier der Sitz. da muss das aber rein dann. Den muss das jetzt rein, ja, genau. Und wenn du mit der runterlässt, dann passt das dann drin. Ja. Du machst da eine tolle Fett rein und gut. Genau. Das, damit es sich nicht mehr aufdrehen kann. Nur so ein bisschen weghalten, dass es nicht jetzt wegzieht. Also. Fertig? Jo. Ist so ein bisschen festhalten. Nicht die Schrauben hier oben lassen. So, ja, jetzt weiter, runter. Jetzt nehmen wir hier dieses super Spezialfett. Das ist so ein verseiftes Fett. Damit geben wir ihm jetzt mal die erste Ölung. Das Problem ist, so ein Dop, der kostet halt richtig Geld. Ich schätze mal, da ist man auch mit 250 € dabei. Deswegen, ja, die ganze Kiste damit voll machen, das ist natürlich ein teures Späßchen. Vor allem eins vor der Kamera. Fest! Lass loben! Na endlich! Ja, gib mal her, ich mach das mal sauber. So Leute, hier habe ich noch ein bisschen Langzeitfett auf die Welle geschmiert, dass das hier nicht alles so dolle korrodiert. Jetzt muss ich sehen, dass ich mir mal irgendwie eine Abdeckung hier übers Lager mache, damit das aufhört, wenn nicht das Wasser ins Lager läuft und das anfängt zu rosten und mir das nächste Lager auch wieder kaputt geht. Und das hat jetzt 5 Jahre gehalten, aber das geht natürlich trotzdem ins Geld. Ne? So, dann wollen wir mal gucken, ob das Maschinchen anspringt und wir wieder fein unseren eigenen Wasserkraftstrom erzeugen können und vor allen Dingen wie viel Leistung da jetzt gleich durchmarschiert. Mal in den Keller. Hier ruht das Maschinchen noch. Schläft noch. Okay. Ist noch so ein Lager. Gott sei Dank ist das nicht kaputt. Das wäre schlechter.
So, dann machen wir mal den Leerschuss zu und den Wasserradstieber auf. Wasser! So Leute, es wäre ja alles so einfach gewesen. Nach unserer Startaktion eben, ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Video gesehen habt, da hat das Mühlrad ordentlich angefangen wieder am Gerinde zu kloppen. Und deswegen hatte ich ja angefangen, diese Spriesen einzubauen. Aber dadurch, dass wir jetzt den Lagerbock verändert haben, ist es auch irgendwie ein Stück weit höher gekommen, das Mühlrad wieder. Und ja, er hat es dann angefangen wieder oben zu schlagen. Deswegen haben wir wieder die Bohlen reingepackt, haben das ganze Mühlrad nochmal angehoben und hoffen jetzt, dass es diesmal vernünftig anläuft. Ist rum. Wieder den ganzen Tag hier verbracht. Wasserrad läuft wieder. Bubi ist happy. Schön, dass er zugeschaut hat. Schön, dass auch Papa Franz mal mit dabei war. Die haben mich heute besucht. Ich hatte heute Geburtstag. Also nicht heute an dem Tag, an dem ihr es seht, sondern ist schon ein bisschen her, wenn ihr es seht. Aber ihr seht ja, wie ich meinen Geburtstag verbringe. Heute Abend machen wir noch ein bisschen Videochat mit ein paar Freunden aus Frankfurt, da freue ich mich schon drauf. Und da werden wir am Rechner zusammen ein bisschen Wein trinken. So in Realität geht es ja nicht. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.